Hallo ihr Lieben, heute will ich euch ein neues, einzigartiges Produkt vorstellen. Ein echtes Multitalent für die Küche und den Haushalt. Die neue Passiertücher von der Firma Fredman. Ein Produkt, das ursprünglich in den 80ern in Finnland entwickelt wurde und seitdem in Profiküchen und Haushalten ein echter Allrounder ist. Es ist robust, vielseitig und sicher für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln. Mit dem Passiertuch von Fredman kannst du nicht nur passieren, sondern auch dampfgaren, schmoren, trocknen, frisch halten und sogar reinigen. Wie das alles geht, zeige ich dir in meinem Video. Also lasst uns direkt loslegen. Das lebensmittelechte Passiertuch von Fredman ist eine große Hilfe in der Küche. Es ist neu in Deutschland und absolut einzigartig. Es besteht aus Holzfasern, ist parfümfrei und wird in Finnland hergestellt. Diese Tücher wurden auch in einem Kompostlabor getestet und sie sind in 4 Wochen im Heimkompost abbaubar. Du darfst es also im Heimkompost entsorgen, wenn du ein eigenes Kompost hast, zum Beispiel in der Garten, im Schrebergarten oder in deinem Haus für deinen Garten, dann darfst du diese Tücher auch im Kompost entsorgen. Ansonsten gilt es, entsorge das Tuch im Restmüll, außer die örtlichen Entsorgungsunternehmen haben andere Regeln getroffen. Aber jetzt das Spannende. Ihr wollt bestimmt wissen, wie man die Tücher dann verwenden kann. In der Küche, in dem Haushalt und sogar in dem Garten kann man die Tücher wunderbar verwenden. Ich dachte, das Interessanteste ist bestimmt, wie man die Tücher zum Kochen verwenden kann. Und da habe ich direkt ein paar Beispiele für euch. Als erstes, man kann die Tücher wunderbar verwenden, um Gemüse auszupressen. Zum Beispiel, wenn du Bratlinge, Gemüsebratlinge machst oder Kartoffelrösti machst, dann ist die Passiertuch super praktisch. Du legst ein Passiertuch in ein Gefäß, dann gibst die Gemüse drauf und kannst die Flüssigkeit ganz einfach auspressen. Dadurch wird dein Kartoffelrösti, die Gemüse, Bratlinge oder Pfannkuchen richtig knusprig. Und den Tuch kannst du danach abwaschen und weiterverwenden, zum Beispiel zum Reinigen. Dazu habe ich auch ein leckeres Gemüsepfannkuchenrezept für euch, den ich ganz bald mit euch teile. Also, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann jetzt abonnieren, um das leckere Rezept nicht zu verpassen. Dann kannst du die Tücher auch wunderbar zum Dampfgaren verwenden. Dafür kannst du kleine Päckchen formen. In deine Päckchen kannst du auch Kräuter, Gewürz und zum Beispiel Zitrone geben. In einen Topf etwas Wasser geben, das Wasser aufkochen und darauf ein Sieb mit deinem Päckchen mit Gemüsen draufstellen und so Dampfgaren. Dann wird das Gemüse nicht nur schonend zubereitet, sondern kriegt auch schöne Aromen durch die Kräuter, Gewürze und Zitrone. Also unbedingt mal testen und ausprobieren. Was ich ganz spannend fand, ist, dass man die Tücher auch zum Schmoren verwenden kann. Du kannst zum Beispiel ein Bouillon aufkochen, eine Gemüsebrühe oder eine andere Brühe aufkochen, dazu etwas Weißwein geben, dann in das Passiertuch ein dünnes Fischfilet legen mit vielen Kräutern und etwas Zitrone, wenn du magst. Das Ganze zupacken. Du kannst auch als Schnur ein Stückchen von diesem Tuch einfach abschneiden und damit das dann verschließen. Also es sollte nicht mehr auf dem Herd stehen. Du solltest es von Herd nehmen und dann direkt in das heiße Brühe das Fischbäckchen geben und so 10 bis 12 Minuten schmoren lassen. Bei dünneren Filets reicht auch etwa 8 Minuten. Hier ist es wichtig zu beachten, dass das Passiertuch die Temperaturen von 100
Celsius Grad für 15 Minuten hält oder 70 Grad bis 2 Stunden. Also perfekt für schonendes Schmoren. Und so wird das Fisch richtig zart und saftig zubereitet und hat richtig schöne Aromen durch die Kräuter. So, als nächstes habe ich ein Lifehack für euch. Bestimmt ist das euch auch schon passiert. Ihr wollt Kaffee zubereiten, aber habt keine Kaffeefilter. Passiert immer mal. Und dann kannst du die Passiertücher anstelle von Kaffeefiltern verwenden. Wie du das machen kannst, ist einfach ein Sieb nehmen. In dem Sieb ein Stückchen, du musst nicht das ganze Passiertuch dafür oder das ganze Blatt von dem Passiertuch dafür nehmen, einfach ein kleines Stück abschneiden, das im Sieb legen, dann gemahlenen Kaffee draufgeben und kochendes Wasser langsam durch das Sieb gießen. Und so kannst du auch Kaffee zubereiten, wenn du keinen Kaffeefilter dabei hast. Und ich habe auch direkt gedacht, dass das auch als ein Päckchen für Tee verwendet werden kann, wenn man so wie ich losen Tee liebt, aber nicht immer eine ganze Kanne zubereiten will. Dann kannst du aus dem Passiertuch wieder ein kleines Stück nehmen und auch ein langes Stück ausschneiden. Das wird dann als Verschluss verwendet. Dann dein Tee, dein loses Tee in das Päckchen geben, verschließen, Wasser aufkochen, diese kleine Tüte in die Tasse geben und ziehen lassen. Hier ist wieder wichtig, die Temperaturenangaben zu halten, aber 100 Grad bis 15 Minuten ist auch perfekt für Kaffee und Tee. Das nächste Tipp von mir ist wahrscheinlich für euch etwas ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das jemandem außer mir zutrifft, aber unser Gemüsefach im Kühlschrank sammelt richtig viel Feuchtigkeit und ich habe dann gemerkt, dass die Gemüse sehr schnell schlecht wird, obwohl das eigentlich nicht sein soll. Dafür habe ich jetzt die Passiertücher getestet und ich war total begeistert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Die sammeln die Feuchtigkeit, aber die Tücher an sich werden nicht so nass wie so ein Papiertuch und dadurch bleibt mein Gemüse im Gemüsefach wirklich lange frisch. Und wenn du auch so ein Problem hast, dann kannst du sie auch dafür wirklich wunderbar verwenden. Und wenn wir schon über Gemüse sprechen, kannst du mit den Passiertüchern auch Kräuter und Salat viel länger frisch halten. Was du dafür machen solltest, du nimmst ein Blatt von dem Passiertuch, du feuchtest es leicht an und dann wickelst du die Kräuter in das Passiertuch. Ich habe das schon, ich kann dir nicht sagen, wie vielmals getestet und gemacht und so lagere ich auch jetzt meine Kräuter und ich kann sagen, dass die Kräuter so über eine Woche frisch halten, sogar bis 2 Wochen. Und beim Salat gilt das Gleiche, den Tuch leicht anfeuchten und das Salat im Tuch einwickeln. Also jetzt habe ich ein paar Mal gesagt, dass man die Tücher auch zum Reinigen verwenden kann. Ob das die Herdplatte ist oder andere Küchenoberflächen oder auch Geräte, da kannst du den Passiertuch auch wunderschön zum Reinigen verwenden und diesen trockenen Tuch zum glänzend Trocknen verwenden. Und das Gleiche gilt natürlich nicht nur in der Küche. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Glasflächen wie Spiegeln kann man mit dem Tuch auch wunderbar reinigen. Und ich habe auch erwähnt, dass man die Tücher auch im Garten verwenden kann. Und ich habe mir direkt welche mitgenommen und ins Garten mitgebracht, weil ich immer aus dem Garten irgendwas mitnehme. Diesmal habe ich Lauchzwiebel geerntet und hier habe ich dann zum Passiertuch gegriffen. Ich habe es angefeuchtet und damit den Lauchzwiebel gewickelt. Und dann habe ich diesmal auch ein paar Pfingstrosen nach Hause genommen und da habe ich auch einen Tipp für dich. Wenn du nicht so schnell nach Hause kommst, dann gilt es immer, dass die Blumen am besten feucht gehalten werden. In Finnland wird das immer gemacht, dass wenn du Blumen kaufst, Schnittblumen,
Blumen, dann wird das Ende, so die Schnittende, mit einem feuchten Tuch eingewickelt. Und das habe ich auch diesmal gemacht bei den Pfingstrosen. Ich wollte, dass die bis nach Hause schaffen und ich habe etwa 20 Minuten Weg. Wie ihr seht, die haben es gut geschafft und ich freue mich jetzt auf die schönen Blumen. Bei uns im Garten werde ich es auch zum Oberflächenreinigen verwenden und danach freue ich mich sehr, dass ich es dann einfach in den Kompost legen kann. Also jetzt habe ich richtig viele Beispiele gegeben, wie man die Passiertücher von Friedemann verwenden kann. Was für mich interessant wäre, ist jetzt, nachdem du weißt, wie man die Passiertücher verwenden kann, hast du noch Ideen für mich, wie ich die Passiertücher noch verwenden könnte? Also wenn ja, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich liebe solche Produkte, die nicht nur funktionieren, sondern auch den Alltag erleichtern. Und genau das macht der Passiertuch vom Friedemann. Vielseitig, hygienisch und einfach clever. Wenn du neugierig geworden bist und die Passiertücher vom Friedemann auch selber testen möchtest, dann findest du den Link zum Produkt in der Videobeschreibung. Mich würde auch noch interessieren, ob du so ähnliche Tücher kennst, weil für mich sind die Passiertücher vom Friedemann einzigartig. Ich kenne kein so ähnliches Tuch, der auch so vielseitig wäre. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und dass du es auch spannend fandest, über die neue Passiertücher vom Friedemann zu erfahren. Wenn du irgendwelche zusätzliche Fragen hast, dann kannst du mich immer gerne in den Kommentaren anschreiben. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neue Produkttestvideos und Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.